Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf F9 auf meinem Main, denn heute, beziehungsweise jetzt, wenn ihr das Video seht, gestern, kamen hier für den Server sehr, sehr gute News raus. Wie ihr vielleicht wisst, ist ja F9 damals S31, bevor der Server gemerged worden ist. Ja, hier sieht man es ja nochmal in meiner Ursprungswelt. Der Beta- bzw. Testserver von Shakes and Fidget, der Live-Test-Server sozusagen, wo halt alle Updates und Neuerungen immer einen Tag früher released werden, wodurch es häufig in der Vergangenheit zu Problemen gekommen ist und F9 bzw. S31 damals immer mit sehr starken Problemen zu kämpfen hatte. Und die Spieler, die halt eben davon betroffen waren, beziehungsweise die auf dieser Welt halt spielen, die haben sich das ja nicht ausgesucht, dass sie jetzt quasi Opfer werden von einem Live-Test-Server sozusagen. Ja? Und da gab es schon lange Zeit sehr viel Unbehagen, sag ich mal, innerhalb von dem Server. Und jetzt, wo halt F9 mit dazu gemerged worden ist halt diese Stimmung bei vielen Spielern halt noch schlechter geworden, weil sie halt dann mitgekriegt haben, wie bescheiden es eigentlich ist, auf so einem Live-Test-Server so zu spielen. Und deswegen mit der Fusion hat das Ganze nochmal eine andere Dimension angenommen. Das war dann halt nicht mehr nur S31 damals gewesen, sondern sehr viele deutsche Welten, die jetzt halt eben zu F9 zusammenfusioniert worden sind jetzt halt eben dieser Test-Server. Und es ist natürlich für mich als Creator ganz cool, einen Tag früher alles schon vor allen Dingen mit meinem Main-Account testen zu können, aber man hat halt eben auch lange Zeit drunter leiden müssen, dass halt eben viele Bugs speziell auf dem Server hier halt eben stattfinden und andere Server davon vorbehalten bleiben sozusagen. Ne? Es wird halt vorab alles getestet. Und ja, jetzt kamen Neuigkeiten raus, die halt eben für die F9-Spieler so ein bisschen sag ich mal, einen kleinen Ausgleich dafür geben, dass sie halt eben auf so einem Testserver spielen. Und da kamen gestern Producer Notes und die möchte ich mal mit euch einmal hier mal durchgehen. So. Vor etwa einem Jahr fusionierten die Server F9 und S31, wodurch F9 zu einem Server der Zukunft wurde. Ja, so wird es hier beschrieben. Ihr erhaltet Versionsupdates einen Tag früher als andere und unterstützt uns so bei der Qualitätssicherung. Die Möglichkeit, Updates oder Hotfixes 24 Stunden im Voraus zu überprüfen, erlaubt es uns, auf unvorhergesehene Probleme zu reagieren. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, können wir kurzfristig Änderungen vornehmen oder Updates verschieben. Florian, der Head of Quality Assurance, erläuterte die Hintergründe unseres Entscheidungsprozesses in den Producer Notes 24 genauer. Ja, wir sind uns bewusst, dass dies auch zu Einschränkungen in eurem Spielablauf führen kann. Gleichzeitig sind wir auf eure Mithilfe und euer Feedback angewiesen. Als Dankeschön erhaltet ihr ab Oktober jeden ersten Tag im Monat einen Brief in eurem Postfach mit einer Gutschrift über 30 Pilze. Ihr habt dann 7 Tage Zeit, die Gutschrift im Shop einzulösen und eure Pilze zu erhalten. Danke. Wir danken euch für eure Unterstützung. Ja, also alle Spieler, die auf F9 hier spielen sollten, kriegen ab Oktober 30 Pilze pro Monat. Das ist natürlich ziemlich geil und ist so ein kleiner Schadensersatz, sag ich mal, dafür, dass die Leute hier halt eben auf dem Server spielen. Ja, ich sag mal so, 30 Pilze haben oder nicht haben pro Monat, ist das schon ganz okay, auf jeden Fall. Und das ist jetzt nicht nur für die Spieler, die hier auf dem F9-Server sich bereits registriert haben, sondern auch für alle Spieler, die jetzt neu auf F9 anfangen. Gilt das natürlich auch. Ja? Also ich hatte da auch mal nachgefragt gehabt, für wen das jetzt alles gilt.
Ob das jetzt nur für die Spieler ist, die halt jetzt schon, ne, schon ein bisschen länger hier auf dem Server sind oder ob das für auch in Zukunft alle neuen Leute sein wird. Das heißt, falls ihr euch entscheidet, auch in 1 oder 2 Monaten oder in 1, 2 Jahren oder so, falls es da F9 noch gibt, auf dem Server hier zu spielen, ja, habt ihr auch die Möglichkeit davon, jeden Monat von 30 Pilzen einfach mal so kostenlos zu partizipieren. Und das erschließt sich mir eigentlich so, wenn jetzt irgendwie neue Leute anfangen sollten zu spielen und sie sind vielleicht Free-to-Play-Spieler oder so, dann wird F9 in Zukunft eigentlich der Server werden, wo die Free-to-Play-Spieler zu Hause sind, mehr oder weniger. Ja, also wenn jetzt Leute irgendwie neu anfangen sollten mit dem Game und sie wollen das Spiel Free-to-Play testen, dann wird F9 der Server werden, der Way-to-Go-Server, sag ich mal, um halt eben, ja, diese 30 Pilze halt eben noch zusätzlich mitzunehmen. Ne? Und das ist halt eben, ja, exklusiv nur auf dem Server hier, ja, weil halt eben F9 ja, so viele Rückschläge erleiden muss, auch so viel Server-Downtime teilweise hat, was die anderen Server nicht haben, wodurch man dann halt natürlich auch an ja, Spielfortschritt verliert und so weiter und so fort. Und genau, also für alle Spieler, die vielleicht Free-to-Play sich überlegt haben, Account aufzumachen, kann ich jetzt halt eben nur den F9-Server empfehlen. Ne? Wie gesagt, man hat ja trotzdem immer noch so ein paar Dinge, wovon man halt eben einfach, ja, worauf man halt zuschauen muss, dass das in Zukunft auch immer noch dann zu Rückschlägen kommen könnte oder zu irgendwelchen Bugs, Fehlern, Server, Downtime etc. Das muss man sich halt bewusst sein, wenn man auf dem Server spielt hier. Aber ich denke mal, 30 Pilze, vor allen Dingen als Free-to-Play-Spieler, sind halt schon eine gute Unterstützung. Auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, das ist ja monatlich. Und deswegen, wird F9 der Free-to-Play-Server der Zukunft werden, denke ich mal. Ne? Und es supportet natürlich auch so ein bisschen die Server-Aktivität hier. Ne? Ich meine, wenn jetzt Leute neu anfangen, die müssen sich natürlich auch erstmal hochspielen und wenn sie es Free-to-Play machen, dauert das natürlich Jahre, bis die mal irgendwann ansatzweise in die Top 500 kommen oder so. Ne? Aber trotzdem denke ich mal, long-term, wer da durchziehen möchte, ist da, denke ich mal, ganz gut aufgehoben. Ja, die News wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, weil ich glaube, das ist, denke ich mal, halt eben exklusiv für die F9-Leute sehr, sehr cool. Und genau, es sind auf jeden Fall jetzt erstmal soweit die neuesten Neuigkeiten. Wie gesagt, die kamen hier heute am 16.09. hier, kamen die raus. Und ab nächsten Monat geht es dann hier quasi schon dann direkt los. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt da dadurch jetzt eventuell, ja, weiß nicht, vielleicht vorher schon euch Gedanken gemacht habt, einen Free-to-Play-Account zu spielen. Und ja, in dem Wissen, dass das jetzt hier auf F9 geboten wird und ihr wart euch noch nicht ganz sicher, wo ihr halt spielen werdet, das ist jetzt wahrscheinlich dann eher so die Wahl auf F9 fallen wird. So, ne? Deswegen, ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall auch happy so, ne? Ich als Pilzer nehme das natürlich trotzdem auch gerne mit, ne? Es ist jetzt halt nicht nur für die Free-to-Play-Spieler gut, sondern halt auch für die halt pilzen so, ne? Nur der Impact ist für die Free-to-Play-Spieler natürlich deutlich höher, weil die natürlich ganz anders wirtschaften können mit den Pilzen. Ne? Bei den Pay-to-Win-Leuten, die laden dann halt einfach mal wieder auf und dann ist das in Ordnung so. Ne? Aber bei den Free-to-Play-Spielern geht das halt eben nicht. Ja, genau, das wollte ich euch nur mal mit auf den Weg geben. Sehr knapper Fight hier auch. Ne? Und genau, dann geht es auch schon sehr bald los mit dem Legendary Dungeon. Ne? Also hier auf F9, da ist es jetzt schon soweit, da ist schon das Under Construction Gebäude hier am Start. Und der Countdown läuft. Ne? Am Donnerstag geht das hier auf F9 um 16 Uhr bereits schon los mit den Legendary Dungeon und am Freitag dann offiziell auf allen Servern dann um 16 Uhr. Ne? Und wie gesagt, nicht vergessen, am Freitag abends irgendwann, so gegen, ich weiß nicht, 18, 19, 20 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, bin ich auch live. Abends im Talk mit anderen Creatoren auch noch. Da machen wir so eine kleine Talkrunde dann, zocken ein bisschen LD nebenbei. Abends wollen wir vielleicht noch eine kleine Skribbelrunde machen, deswegen, falls ihr da Zeit habt am Freitag, schaut da sehr gern vorbei. Und am Samstag, am 19. ist das Ganze dann.
Nee, am 20. ist das, ist der Samstag. Am 20. Zwischen 14 und 15 Uhr starten wir dann den weiteren Stream und dort werden wir uns dann halt eben komplett einmal neu equippen und da gehe ich halt von aus, dass wir da sehr guten Progress machen werden. Bis dahin soll es aber erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich auch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.